Privet, ich hoffe, es geht euch gut, und bevor ich mit meinen Sommer-Must-Haves anfange, möchte ich noch kurz dem Sponsor dieses Videos danken, und zwar ist es Armed Angels, und ich trage auch tatsächlich heute ein Kleid von Armed Angels, das ich mir im Zuge der Kooperation aussuchen durfte. Das ist super bequem und besteht zu einem großen Teil aus Bio-Baumwolle. Armed Angels ist eine Marke, die fair produzierte Textilien, also Kleidungsstücke anbietet, und falls ihr schon immer mal was von dieser Marke ausprobieren wolltet oder euch im Shop umschauen möchtet, ich packe euch selbstverständlich alle Infos unten in die Infobox, und ich habe auch einen Rabattcode für euch, der sich Shenya15 nennt, mit dem ihr 15% aufs gesamte Sortiment von Armed Angels erhaltet. Also falls ihr schon immer mal was von Armed Angels ausprobieren wolltet, dann ist das jetzt die perfekte Gelegenheit dafür, und dann machen wir weiter mit meinen Sommer-Must-Haves. Ich habe mir ein paar Gedanken gemacht, welche Produkte ich in mein Sommer-Must-Haves-Video inkludieren kann, damit das Ganze kein reines Sonnencreme-Video wird, denn es sind einige Sonnencremes am Start, die ich euch zeigen werde. Und da ist mir eingefallen, dass ich zum Beispiel vor kurzer Zeit diesen super leckeren Tee von Frio entdeckt habe. Und zwar ist das ein Kaltaufgusstee, sprich, ihr nehmt einfach gleich das kalte Wasser aus dem Wasserhahn, schmeißt ein paar Teebeutel rein, und nach 8 Minuten habt ihr einen super leckeren und erfrischenden Tee, ohne dass ihr halt vorher Wasser aufkochen müsst, das irgendwie ansetzen müsst und dann noch ewig und 3 Tage warten müsst, bis das ausgekühlt ist. Ich finde das so dermaßen praktisch und extrem hilfreich, einfach auf meine Flüssigkeitszufuhr zu achten. Klar trinke ich auch Leitungswasser und so, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich doch eher zu solchen Tees greife und dann wirklich öfter daran nippe im Vergleich zu purem Leitungswasser. Also falls ihr auch so ein bisschen Probleme habt mit eurer Flüssigkeitszufuhr, dann sind diese Kaltaufgusstees eventuell etwas für euch. Meine aktuelle Lieblingssorte ist diese Mango-Orange-Sorte. Die finde ich persönlich einfach am leckersten. Die ist schön frisch, hat so einen zitrischen Geschmack, aber ist auch gleichzeitig fruchtig. Klar ist das jetzt nicht der qualitativ beste Tee. Ich habe hier zum Beispiel auch Grüntees, die einfach eine super Qualität haben, aber die trinke ich jetzt auch nicht literweise, um meine Flüssigkeitszufuhr zu decken. Wisst ihr, wie ich meine? Und so habe ich einfach immer meinen Tee am Start und trinke ihn wahnsinnig gern. Ich muss noch unbedingt die Sorte mit Himbeer-Zitrone ausprobieren, und es gibt, glaube ich, auch noch so eine Pfirsich-Maracuja-Sorte. Eine, die mir jetzt nicht so gut geschmeckt hat von den Frio-Tees, ist diese Heidelbeer-Kräutertee-Sorte. Da finde ich den Heidelbeer-Geschmack einfach zu künstlich bzw. synthetisch und zu intensiv. Das erinnert mich auch ein bisschen zu doll an diesen Heidelbeer Alpro Soja-Joghurt, den ich vom Geschmack einfach auch einen Ticken zu intensiv finde. Aber ansonsten die ganzen anderen Sorten, die ich bisher ausprobiert habe, sind super, super lecker. Die von Messmer finde ich zum Beispiel nicht ganz so toll. Die sind deutlich teurer im Vergleich zu Frio und schmecken einfach, ja, so ein bisschen fad. Es gibt ja auch so ein paar Tees von zum Beispiel den Drogerie-Eigenmarken. Ich glaube, auch Rossmann hat solche Kaltaufgusstees. Die finde ich zum Beispiel geschmacklich jetzt auch nicht so toll und kann euch definitiv diese Frio Kaltaufgusstees empfehlen, weil die meiner Meinung nach einfach mit die besten sind. Was ich im Sommer auch wahnsinnig gerne mache, ist das sogenannte Toner Layering. Falls ihr diese Technik in Aktion sehen möchtet, ich habe ja auch vor einiger Zeit mein Sommer-Skincare-Routinen-Video hochgeladen, und da habe ich diese Technik angewendet. Also schaut dort unbedingt mal vorbei, falls ihr das Ganze einfach mal live sehen wollt. Ich verlinke euch das Video oben in dem i und selbstverständlich unten in der Infobox. Und zwar handhabe ich das dann so, dass ich hier unterschiedlichste Toner mit verschiedenen Konsistenzen habe. Oh mein Gott, jetzt ist mir das Ganze hier auf den Schoß gefallen. Jedenfalls mag ich es frühst dann meistens, wenn ich eben mein Gesicht nochmal mit einem Toner abtupfe, mit so einem wiederverwendbaren Wattepad. Da verwende ich dann in den meisten Fällen ein günstigeres Gesichtswasser, weil es mir dann darum geht, einfach so die Überreste der Nacht so ein bisschen mechanisch zu entfernen, weil ich auch abends weniger reichhaltige Skincare verwende im Vergleich zum Winter, und dadurch habe ich auch gar nicht so
viel, was ich entfernen muss. Ich muss dann auch nicht nochmal frühs reinigen und so. Von daher finde ich es einfach ganz angenehm, so einen etwas günstigeren Toner zur Hand zu haben und mein Gesicht dann einfach mit so einem angefeuchteten Wattepad abzutupfen. Und da drüber schichte ich dann sozusagen den nächsten Toner und da nehme ich dann meistens mein eigenes Gesichtswasser, weil das einfach die wässrigste Konsistenz hat im Vergleich zu den anderen Tonern, die ich euch zeigen werde. Das heißt, ich arbeite mich auch von dünn nach dick. Also ich nehme erstmal die wässrigsten Produkte, sprühe sozusagen mein Gesicht mit dem Gesichtswasser ein. Danach verwende ich auch ganz gerne mal den Centella Ancente Toner von Purito. Den finde ich auch echt großartig. Der hat wirklich eine schöne Konsistenz, ein bisschen mehr Grip im Vergleich zu meinem eigenen Gesichtswasser. Davon gebe ich mir dann auch was auf die Hand und tupfe das in die Haut ein und da drüber kommt dann der nächste Toner und da nutze ich dann meistens den Isntree Hyaluronic Acid Toner Plus. Der hat eine deutlich dickere Konsistenz im Vergleich zu meinem Gesichtswasser und im Vergleich zu dem Gesichtswasser von Purito. Davon gebe ich mir dann sozusagen einfach so ein paar Tröpfchen in die Handinnenfläche und arbeite das direkt auf das feuchte Gesicht ein. Also ich warte nicht zwischendurch, bis das Ganze von der Haut aufgenommen wurde oder verdunstet ist, sondern ich trage alles direkt nacheinander auf und dadurch fühlt sich die Haut sowas von super durchfeuchtet und so angenehm an, aber ohne diese Schwere von anderen Produkten. Wenn man zum Beispiel mal irgendwie so ein milchiges Serum nutzt oder eine Creme darüber aufträgt, ist es einfach wunderbar durchfeuchtet und definitiv nicht zu schwer, nicht zu klebrig und ich kann dann eben auch ohne Probleme mit meinen weiteren Produkten weitermachen. Im Sommer greife ich auch mehr zu Skincare, die antioxidative Inhaltsstoffe enthält und ich habe hier auch gerade 3 Produkte am Start, die ich sehr, sehr gerne benutze. Und zwar einmal das Resvera F Serum von Face Theory mit 5% Resveratrol. Resveratrol ist ein Inhaltsstoff, der natürlicherweise in den Schalen roter Trauben vorkommt und der eben auch wunderbar antioxidativ wirkt. Sprich, das sind einfach so Inhaltsstoffe, die dabei helfen können, freie Radikale zu bekämpfen, die sozusagen auch die Schäden durch UV-Strahlung minimieren können. Und das hier finde ich tatsächlich sehr angenehm, weniger als pures Produkt, das man aufs gesamte Gesicht aufträgt, sondern aktuell eher zum Boosten. Und da mache ich das dann auch meistens so, dass ich mir, wie gesagt, etwas von diesem Toner in die Handinnenfläche gebe und dann noch so ein paar Tröpfchen von diesem Serum drauf tue. Und ganz genauso handhabe ich es auch mit den anderen 2 Produkten. Und zwar habe ich hier einmal meinen eigenen Bakuchiol Booster mit 1% Bakuchiol und 1% Q10 und Astaxanthin. Auch das sind 3 Inhaltsstoffe, die antioxidativ wirken können und die die Haut einfach auch unterstützen. Und Bakuchiol kann auch noch zusätzlich Entzündungen vorbeugen. Und das Ganze hier ist auf Ölbasis. Das heißt, wenn ich jetzt eher so ein wässriges Produkt habe, wie so einen Toner zum Beispiel, und davon ein paar Tröpfchen mit reingebe, dann flutscht das Ganze auch sehr, sehr viel besser über die Haut. Und man hat noch so einen ganz kleinen Ticken Pflege mit drin, wenn man das möchte. Oder aber, was ich aktuell auch am Start habe, ist das Pycnogenol von The Ordinary. Und Pycnogenol ist so ein Pflanzenextrakt, der eben auch wunderbar antioxidativ wirken kann. Ich finde zwar, dass das Ganze etwas streng riecht, aber finde es dennoch sehr angenehm zum Boosten von Produkten. Wie gesagt, zum direkt auf die Haut auftragen, da bin ich einfach kein großer Fan von, weil ich dieses PDO, also es besteht ja nur aus 2 Inhaltsstoffen, dieses Produkt aus PDO und diesem Küstenkieferextrakt, und ich bin einfach kein großer Fan von Produkten, die hauptsächlich auf PDO basieren, weil das Ganze sich dann schon etwas flutschig und schwer auf der Haut anfühlt. Deswegen benutze ich das auch hauptsächlich als Booster und finde es sehr, sehr angenehm. Was die Kategorie Sonnencremes betrifft, werdet ihr jetzt sicherlich einige Produkte sehen, die ich euch bereits mehrfach gezeigt habe und ohne die ich einfach nicht mehr sein kann. Dazu gehört selbstverständlich das Isntree Hyaluronic Acid Watery Sun Gel, das ich einfach großartig finde. Ich habe auch ein Vergleichsvideo zwischen diesem Isntree Sun Gel und der Beauty of Joseon Sonnencreme gemacht. Also falls ihr alle Details zu dieser Sonnencreme haben möchtet, wie hoch der UV-Schutz ist, wie
das Ganze aufgetragen aussieht. Ich verlinke euch das Video unten in der Infobox. Das ist einfach so eine Alltagssonnencreme für mich, ohne die ich nicht mehr sein kann und die ich wirklich großartig finde. 2 Sonnencremes, die ich für den Körper wahnsinnig gerne nutze, sind diese hier aus der Drogerie. Und zwar ist es einmal das Sun Ozon Med Sonnengel und die Sun Ozon Sonnenlotion mit Algenextrakt. Ich glaube, das ist eine Limited Edition, deswegen würde ich euch definitiv empfehlen, falls ihr eine Sonnencreme für den Körper sucht, euch diese hier mal anzuschauen. Die beiden unterscheiden sich auch hinsichtlich der Performance und des Hautgefühls. Ich finde die für Drogerieverhältnisse tatsächlich gar nicht mal so schlecht, wobei das Sun Ozon Med Sonnengel einen Ticken klebriger ist meiner Meinung nach und auch einen Ticken trockener im Vergleich zu der Sonnenlotion, die definitiv einen leichten Pflegefilm auf der Haut hinterlässt. Beide lassen sich dennoch ohne Probleme in der benötigten Menge auftragen und nur noch mal zur Erinnerung, ein Erwachsener braucht ca. 35 Gramm Sonnencreme, falls man den kompletten Körper eincremen würde. Das heißt, so eine Flasche geht auch relativ schnell leer und deshalb bin ich auch ein bisschen zu geizig, mir teurere Sonnencreme zu kaufen, vor allem wenn ich weiß, dass ich irgendwie im Urlaub bin oder sowas und wirklich eine entsprechende Menge benutze und auch immer wieder nachcreme. Und ich finde, wie gesagt, für Drogerieverhältnisse sind diese beiden Sonnencremes wirklich nicht verkehrt und ich trage sie auch wahnsinnig gerne. Vor allem auch im Alltag benutze ich die sehr, sehr gerne. Zum Beispiel am Hals oder an den Unterarmen und an den Händen und ja, wie gesagt, an anderen Stellen, die offen sind. Ich muss aber dazu erwähnen, dass diese Sonnenlotion mit Algenextrakt parfümiert ist, allerdings keine deklarationspflichtige Duftstoffe enthält. Eine Sonnencreme, die ich für längere Outdoor-Aktivitäten benutze, wie zum Beispiel Fahrradfahren oder aber auch Wandern, ist diese Sonnenmilch von Avène. Und für die große Tube hier habe ich ca. 22 € bezahlt, was für mich persönlich okay ist, weil ich sie auch hauptsächlich im Gesicht benutze und gänzlich andere Ansprüche an meine Outdoor-Sonnencremes habe im Vergleich zu meinen Alltagssonnencremes, die ich im Gesicht benutze. Denn da ist die UV-Belastung einfach auch eine komplett andere. Denn wenn ich wandern oder Fahrradfahren bin, bin ich körperlich aktiv, ich schwitze und bin wie gesagt auch lange der UV-Strahlung ausgesetzt. Diese Sonnencreme hier ist sehr wasserfest, das heißt, ich habe auch nicht gleich das Gefühl, wenn ich schwitze, dass mir alles irgendwie vom Gesicht runterschmilzt. Hatte ich schon bei anderen Sonnencremes und das war nicht sonderlich angenehm. Und ich muss auch echt sagen, dass ich sie sehr, sehr gut vertrage, dass die UV-Filterkombi toll ist, aber das ist definitiv nicht die angenehmste Sonnencreme. Nur muss das meiner Meinung nach auch nicht unbedingt der Fall sein, wenn man zum Beispiel wandern ist oder Fahrradfahren. Da sind mir einfach ganz andere Aspekte wichtig als der Tragekomfort oder eine elegante Textur. Und hier ist auch der UV-Filter Tinosorb M drin. Das ist ein organischer, partikelförmiger UV-Filter, der eben dafür sorgen kann, dass eine Sonnencreme einen leicht weißen Schleier erzeugt. Und das tut diese Sonnencreme auch definitiv. Also sie ist nicht unsichtbar auf der Haut und sie ist wie gesagt auch sehr, sehr spürbar auf der Haut. Allerdings vertrage ich sie gut, sie brennt nicht in den Augen und ich benutze davon auch tatsächlich mehr als 1 Gramm, weil ich dann das Gefühl habe, dass sich nicht nur ein gleichmäßigerer Film auf der Haut ausbildet, sondern dass ich auch besser nachjustieren kann. Also wenn ich zum Beispiel das Gefühl habe, eine Stelle vergessen zu haben. Man muss aber mit der Sonnencreme auch ein bisschen schneller sein, was das Einarbeiten angeht. Ansonsten trocknet die relativ fix an und dann bilden sich solche kleinen Krümel. Deshalb würde ich auch empfehlen, dass man die wirklich schnell einarbeitet. Für den Körper benutze ich dann, wie gesagt, die anderen Sonnencremes, die ich euch vorhin gezeigt habe und achte natürlich auch auf entsprechende Kleidung und creme wirklich nur die Stellen ein, die offen sind. Und was ich natürlich auch mache, ist nicht während der Mittagszeit irgendwie in der brutzelnden Sonne mich zu bewegen, sondern ich suche mir dann meistens auch ein schattiges Plätzchen, zum Beispiel einen Biergarten oder sowas und trinke ein alkoholfreies Radler oder ein alkoholfreies Bier und ja, genieße das Sommerwetter, während die Mittagssonne so ein bisschen vorbeizieht. Natürlich creme ich auch nach, wenn ich merke, jetzt habe ich ganz schön stark geschwitzt oder jetzt krümelt mir die Sonnencreme doch sehr, sehr stark runter und damit geht das auch ganz gut. Also wie gesagt, nicht die angenehmste Sonnencreme, aber für so Outdoor-Aktivitäten ist das wirklich, wirklich ein gutes Produkt.
Und wenn es darum geht, diese ganzen Sonnencremes wieder runter zu bekommen, dann verwende ich tatsächlich am liebsten mein eigenes Reinigungsgelee. Und ich muss auch dazu sagen, dass ich mittlerweile so ein bisschen von diesen Reinigungsölen weggekommen bin, weil ich die super unpraktisch finde und doch im Alltag eher zu festen Ölreinigungsprodukten greife, weil die nicht so komisch hin und her flutschen. Die sauen auch nicht immer alles ein im Bad, weil das Reinigungsöl tropft immer irgendwo an der Seite mit runter und ja, dann sieht das super, super schnell eklig aus. Und ich finde auch irgendwie, dass die relativ schnell ranzig und komisch werden. Das habe ich zumindest bei meinem Reinigungsgelee noch nie erlebt oder bei irgendwelchen anderen Cleansing Balms. Und ich nehme mir dann meistens einfach so eine haselnussgroße Menge davon, trage das aufs Gesicht auf in so kleinen Böppeln und dann massiere ich das ein und man merkt dann schon so richtig, wie diese öligen Bestandteile sich mit dem Reinigungsgelee auflösen. Dann spüle ich das Ganze mit lauwarmem Wasser runter und die Haut fühlt sich danach richtig schön weich und nicht so trocken und ja, spannt auch nicht so extrem im Vergleich zum Beispiel zu einer Tensitreinigung. Und ich habe auch das Gefühl, dass solche Cleansing Balms oder eben feste Ölreinigungsprodukte diesen Film, den ja Sonnenschutzmittel manchmal hinterlassen, richtig, richtig gut entfernen. Was ich auch auf gar keinen Fall vergessen darf, ist ein Lippenpflegestift mit Sonnenschutzfaktor, denn die Lippen werden tatsächlich sehr, sehr oft vernachlässigt, was UV-Schutz angeht. Dabei ist die Haut des Lippenrots deutlich dünner im Vergleich zum Beispiel zu der Haut im Gesicht und deshalb ist es auch besonders wichtig, diese zu schützen und da eben auch keine Talgdrüsen sich auf dem Lippenrot befinden, da sind sie auch noch sehr viel anfälliger im Vergleich zu anderen Hautarealen und da benutze ich seit jeher eigentlich den Sundance Lippenpflegestift mit SPF 50. Den mag ich sehr, sehr gern. Den kann man sogar ganz gut im Augenbereich benutzen oder an den Ohren zum Beispiel, wenn man da keine Sonnencreme mag. Ich vertrage den auch wunderbar und kann den wirklich jedem ans Herz legen. Und zu guter Letzt möchte ich euch auch noch die Schaumcreme von Alprimed zeigen, die ich eigentlich seit der Kooperation mit Alprimed benutze und trotzdem habe ich das Gefühl, dass dieses Fläschchen hier überhaupt nicht leer wird. Ich finde dieses Produkt wirklich großartig. Natürlich nicht nur, weil das als Schaum rauskommt und super angenehm ist, sondern weil es auch mild formuliert ist. Hier sind keine deklarationspflichtigen Duftstoffe drin. Ich vertrage sie wunderbar und für den Sommer ist sie einfach perfekt, weil ich schon das Gefühl habe, dass zum Beispiel an meinen Schienbeinen die Haut so ein bisschen trockener und strapazierter ist und da greife ich nach dem Duschen so unheimlich gern zu dieser Schaumcreme, weil die sich sehr angenehm verteilen lässt. Man spürt sie kaum auf der Haut, sie lässt sich gut einarbeiten, sie riecht angenehm und sie ist so ein Zwischending zwischen so einer Gel-Lotion, die nur Feuchtigkeit spendet und einer pflegenden Lotion und auf sowas habe ich eigentlich schon lange gewartet und finde diese Schaumcreme wirklich großartig, vor allem jetzt für den Sommer. Das war's schon mit meinen persönlichen Sommer-Must-Haves. Ich hoffe sehr, dass ich nichts Wichtiges vergessen habe, aber ihr könnt mir natürlich auch jederzeit in die Kommentare schreiben, welche Produkte ihr im Sommer besonders gerne verwendet oder zu welchen ihr regelmäßiger greift. Das würde mich natürlich auch sehr interessieren. Ich würde mich selbstverständlich auch sehr über ein Däumchen nach oben freuen und ein Abo, damit ihr keines meiner Videos mehr verpasst. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.